Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Winterdüfte für Männer. Ich habe euch wieder mal einige Winterdüfte ausgesucht, die man als Mann super gut im Winter tragen kann. Und falls du neu hier bist auf dem Kanal, ich bin der Alex und bei UniQ dreht sich alles um Nischendüfte. Das heißt Düfte, die wenige tragen, die gar nicht so einfach erhältlich sind, teilweise völlig unbekannt sind für viele und die auch etwas teurer sind als Düfte, die du jetzt bei einem normalen Retailer im stationären Handel findest. Wenn du wissen möchtest, was die Top-Winterdüfte für Männer sind, dann bleib gerne dran. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wie gesagt, heute geht es um die Top-Winterdüfte für Männer. Das heißt, ich habe Düfte ausgesucht, insgesamt 6 an der Anzahl, die vor allem für kalte Jahreszeiten für einen Mann sehr schön geeignet sind. Die sind intensiv, sie sind schwer, arbeiten auch mit schweren Duftnoten und Aromen und sind teilweise von holzig bis würzig, ist eigentlich alles mit dabei. Wir spielen hier vor allem mit Duftnoten wie Weihrauch, Oud, Kardamom, Zimt, aber auch Lavendel. Und ich würde sagen, dann lasst uns auch gleich mal loslegen. Der erste Duft, den ich euch mitgebracht habe, ist von der Marke Maison Rebacci, der Duft Cuir Tassili. Cuir Tassili, das ist ein Duft, bei dem vor allem die Ledernote stark in den Vordergrund kommt. Wir haben am Anfang eine sehr subtile Frische und dann entwickelt sich der Duft in eine ledrige Richtung. Und diese Ledernote ist wunderschön verarbeitet. Wirklich, sie fasst alle Facetten des Leders auf und wirkt für mich wirklich sehr, sehr besonders. Ist ein Duft, den ich erst seit kurzem kenne und den ich auch sofort beim ersten Schnuppern lieben gelernt habe. Ihr werdet das sicherlich auch kennen, wenn ihr an einem Duft riecht und sagt, oh, der ist einfach klasse, der ist geil. So ging es mir bei Cuir Tassili, unsere Ledervariante für Männer für den Winter. So, der nächste, das ist von der Marke Olfactive Studio, der Duft Woody Mood. All diejenigen, die vielleicht Tom Ford Oud Wood mögen oder vielleicht auch mal an Van Harrow von Laboratorio Olfativo geschnuppert haben, denen wird Woody Mood von Olfactive Studio ziemlich sicher gefallen. Wir haben hier einen, wie es der Name schon vermuten lässt, einen holzigen Duft mit einer leichten, erdigen Note, aber wirklich sehr intensiven Holzaromen und auch Gewürzen wie Kardamom. Ist für mich eine sehr runde Komposition und vor allem für all diejenigen gedacht, die sagen, hey, ich mag unglaublich gerne etwas würzigere, holzige Düfte. Und auf geht's zu Nummer 3. Nummer 3 ist jetzt etwas Besonderes und ich würde sagen, wenn ich den Duft Menschen vorgestellt habe, dann war es am Anfang, war die Reaktion immer so, ich weiß nicht, ob ich sowas mag. Aber als sie dann dran gerochen haben, dann hat es ihnen wirklich gefallen. Und zwar, das ist von der Marke Biel Parfümkunstwerke. Ich zeige euch mal den Duft. Der Duft MB03. Und die Marke ist ja bekannt dafür, dass die Namenskürzel, die sie vergibt, dafür stehen, wer denn der Parfümeur hinter diesem Parfüm tatsächlich ist. Also das sind dann in dem Fall seine Initialien. MB03 ist für mich ein sehr geiler Weihrauchduft. Also er ist sehr dunkel, sehr mystisch. Die Weihrauchnote, die ist hier wirklich sehr prominent im Vordergrund. Oftmals oder auch in vielen Düften, die ich euch heute vorstellen werde, ist die Weihrauchnote zwar verarbeitet, aber hier steht sie ganz klar im Fokus. Und der Duft ist für mich sehr intensiv. Er ist sehr weihrauchig. Ja, keine Sorge, erinnert mich persönlich jetzt nicht irgendwie an den Weihrauch aus der Kirche. Ich finde schon, dass MB03 sich von diesem altbackenen abhebt und einen sehr modernen Weihrauchduft geschaffen hat, der vor allem sehr intensiv ist, eine schöne Silage und Aura hat und tatsächlich für den Winter einer meiner Favoriten ist. So, und jetzt kommen wir zu einem Duft, den ich sehr geil finde. Ja, ich finde die alle nicht schlecht, aber den finde ich besonders geil. Und zwar, das ist von der Marke Ebodi, der Duft Noir d'Orient. So, Noir d'Orient ist für mich ein fruchtig orientalischer Duft mit einer leichten, erdigen Note.
Ich weiß, Früchte sind gar nicht hier verarbeitet, aber ich finde, der hat sowas extrem Fruchtiges, fast schon ein Aroma, was an getrocknete Früchte erinnert. Und ich finde, in Summe ist das eine sehr, sehr schöne Komposition. Also wir haben hier Patchouli, wir haben hier Weihrauch, wir haben hier Gewürze und dennoch haben wir hier auch eine sehr fruchtige Note, die mich vor allem an getrocknete Pflaumen, Äpfel etc. erinnert. So, next one. Der nächste, das ist von der Marke Blend Oud, der Duft Oud Al-Emarat. Das heißt, für diejenigen, die sagen, ich habe sehr gerne Oud-Düfte, die kommen hier auch nicht zu kurz. Oud Al-Emarat ist ein nicht medizinischer, aber doch trockener, holziger Oud-Duft mit einer erdigen Note und mit einer ganz, ganz leichten, süßen Vanillenote, die sich aber eigentlich erst nach ein paar Stunden zeigt. Das heißt, am Anfang, wenn man ihn aufsprüht, ist er für mich vor allem sehr udig, holzig, erdig, mit wenig Süße, sehr trocken, aber die Süße der Vanille, die kommt dann ganz leicht zum Vorschein im Laufe der Zeit, vor allem wenn man dann zum Drydown kommt. So, und jetzt haben wir noch einen offen und der letzte ist eine Neuheit. Also er ist erst vor ein paar Wochen in Deutschland auf den Markt gekommen. Ich glaube, um genau zu sein, sind es 2 Wochen. Und er ist eine Exklusivvariante von einem Duft, der bereits sehr erfolgreich war, von einer Marke, die auch im Nischensegment sehr erfolgreich ist. So, und das ist hier Pegasus Exclusive von Parfums de Marly. Ich hoffe, man sieht so. Also Pegasus Exclusive von Parfums de Marly. Was soll ich dazu sagen? Dazu gibt es übrigens auch noch einen ausführlichen Vergleich zwischen Pegasus und Pegasus Exclusive. Für allejenigen, die sich dafür interessieren, verlinke ich euch hier oben. Ja, Pegasus Exclusive. Ein Mandelduft, der für die meisten auch sehr, sehr nach Mandel oder Bittermandel riecht. Ich nehme vor allem zu Beginn Jasmin, Lavendel und Heliotrop-Aromen wahr, die mich auch etwas an den normalen Pegasus erinnern. Hier haben wir aber noch eine etwas leichte Oud-Note und dazu kommt noch eine etwas intensivere Holznote des Gaiac-Holzes dazu. Ist für mich unter all den Düften, die wir jetzt heute so uns angeschaut haben, sicherlich ich würde sagen, die sinnlichste Variante. Ist für mich auch ein Duft, der jetzt durch die Bank weg eigentlich schon für jede Altersstufe zu tragen ist. Also es gibt hier sicherlich Düfte, darauf werde ich auch gleich zu sprechen kommen, wo ich sagen würde, der Duft ist eher etwas für einen älteren Mann. Das kann auch, der Duft, der kann jetzt auch gut getragen werden von einem etwas jüngeren Mann. Ich finde, Pegasus ist wirklich durch die Bank weg einfach ein sehr schöner Duft, der in seiner Duft-DNA, so wie man es von den sehr erfolgreichen Parfums de Marly Düften kennt, sehr massentauglich ist. Ja, das heißt, hier haben wir einen Mandelduft mit sinnlichem Lavendel, mit Jasmin und Heliotrop und als Basis haben wir hier eine leichte Oud-Note in Kombination mit Holz. So, und jetzt gucken wir uns nochmal im Schnelldurchlauf die Düfte an und dann gebe ich euch noch ein paar Tipps und Empfehlungen, für wen denn die Düfte passend sein können. Fangen wir an mit Cuir Tassili. Cuir Tassili war unser wunderschöner Lederduft. Ich finde alterslos, fast schon unisex, weil der Duft eben ein sehr frisches Opening hat und die Ledernote überhaupt nicht harzig oder herb ist, sondern sie ist einfach sehr fein gearbeitet und das macht den Duft sehr, sehr wunderschön. Er hat wenig Kanten und ist einfach sehr rund in der Komposition. So, Woody Mood ist auf jeden Fall holzig, wie es der Name sagt. Diejenigen, die sagen, hey, ich mag holzige Düfte, für die ist er absolut richtig. Ich würde sagen, ein junger Mann, vielleicht so Anfang 20 nicht unbedingt, aber so ab 25 aufwärts, wunderschöner holziger Duft. Dann kommen wir zu Noir d'Orient von Evody. Das ist auf jeden Fall, das für mich auch ein etwas reiferer Mann. Das ist für mich jetzt nicht irgendwie so ein Anfang 20-jähriger Jungspund, ja, no offense, aber ist für mich einfach ein Duft für einen etwas reiferen Mann. Ich würde sagen, so um die 30 rum aufwärts. Weihrauch, Patchouli,
fruchtige Noten, die mich zumindest an trockene Früchte erinnern. So, dann kommen wir zu Oud Al-Imarat. Das ist für mich auf jeden Fall ein echter Kerl. Ja, das ist für mich jetzt wirklich niemand, der jetzt irgendwie kein Teenager, kein junger Erwachsener, Anfang 20, nein. Das ist für mich wirklich ein Mann mit Standing, der auch Oud-Düfte mag, der auch so ein bisschen sich abheben möchte, der Kanten hat, der sehr markant ist. Und dann kommen wir jetzt noch zu MB03 von Biel Parfümkunstwerke, unser Weihrauchduft. Ebenfalls für einen etwas reiferen Mann, schön für den Winter vor allem, für den Sommer kann ich den Duft gar nicht empfehlen, also würde ich einfach die Finger von weglassen, vor allem wenn es sehr heiß ist. Ja, da kommt der Duft einfach zu wuchtig. Und dann haben wir noch Pegasus Exclusive, wobei, das verrate ich jetzt noch nicht, ob der mir besser gefällt als der normale Pegasus. Um den normalen Pegasus geht es heute ja auch gar nicht. Pegasus Exclusive gefällt mir sehr, sehr gut. Er ist von seiner Duft-DNA sehr massentauglich. Wir haben hier ein schönes Spiel aus Lavendel, Mandel, Heliotrop, Jasmin und in der Basis haben wir dann noch ein sehr schönes, nicht medizinisches Oud und eine Holznote. So, und damit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wie immer, all die Düfte, die ich dir vorstelle, kannst du natürlich bei uns im Shop gerne probieren. Ja, dafür musst du dir nicht die volle Größe holen, da kannst du dir einfach ganz bequem eine Monatsabfüllung bei uns holen, kannst den Duft einen ganzen Monat lang testen und erleben und wenn er dir gefällt, kannst du dich ja immer noch für die volle Größe entscheiden. Das ist vor allem dann praktisch, wenn du keine Möglichkeit hast, den Duft in irgendeiner Parfümerie zu riechen und aktuell, das Video wurde Ende 2020 aufgenommen, ist es ja ein bisschen schwer, beziehungsweise es ist nicht so bequem, in die Parfümerie zu gehen mit der Maske und dann an den Düften zu schnuppern. Und den einen oder anderen Duft, den ich dir hier vorgestellt habe, den gibt es auch gar nicht in allen Parfümerien, sogar nur in den wenigsten und wenn dann auch nur in denen, die selektive Düfte anbieten. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniert bitte den Kanal. Ich freue mich wirklich über jeden Abonnenten. Das ist für mich fast schon so ein bisschen wie Weihnachten. Ich schätze jeden, dem mein Content gefällt und der sich genauso wie ich für Nischendüfte begeistert und dessen Leidenschaft das ist oder noch wird. Und ansonsten bleibt mir gar nicht viel zu sagen. Du kannst mir gerne auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob du einen dieser Düfte bereits gerochen hattest oder nicht, wie er dir denn gefällt. Und falls du irgendwie einen Duftfavoriten hast und sagst, hey, nee, also mein Top-Winterduft ist der und der, das würde mich auch interessieren. Und ansonsten, ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag und wir sehen uns schon bald, wahrscheinlich morgen beim nächsten Video. Ciao, dein Alex.